Hallo, ich bin der Thomas Geiersbichler, 45 Jahre, geboren in Anef, bin querschnittgelähmt, habe lange damit gehadert, habe mich aber dann nicht aufgehalten, habe mich aufgerafft und habe meinen Traum erfüllt und habe die österreichische Bundeshymne bei den Paralympics gehört. Ja, wir waren unterwegs, Disco-Nacht, irgendwann einmal war es halt dann die Nacht vorbei, es war 4, 5 in der Früh. Ich habe mir gedacht, ich habe nur schnell auf dem Beifahrersitz, lass den Sitz ein bisschen zurück, ein bisschen schlafen und dann fahren wir und auf mir tut einen riesen Duscher und ist irgendwann einmal die Rettung gekommen und die Feuerwehr, die haben mich rausgetan und dann bin ich eigentlich nur mal munter geworden auf der Intensivstation. Auf der Intensivstation war es eigentlich so das Erste, was ich wahrgenommen habe, irgendwie so nur mal das Getropfe von den Infusionsflaschen halt und so. Und ich bin halt da in dem Bett drinnen gelegen, wie einbetoniert. Ich habe mich nicht mehr bewegen können und der Körper hat brennt wie Feuer. Und habe eigentlich echt nur mal gehofft, wie gesagt, dass das ein Albtraum ist und dass ich irgendwann einmal aufwache halt und so. Ist aber nicht so gewesen. Das Schlimmste war eigentlich für mich nachher, wo der Arzt und der Physio mich zu sich geholt haben und mir gesagt haben, sie müssen mir was sagen. Und dann haben sie mir gesagt, du wirst nie wieder gehen können. Und für mich ist wie bei so einem Flugzeugabsturz halt nachher mein Leben irgendwie so in rückwärts abgelaufen und ich bin ins Zimmer aufgefahren, habe mir in den Spiegel geschaut, habe mir angeschaut und habe mir gedacht, Scheiße, du bist so bemitleidenswert, ein armer, behinderter Wurm. Ich muss einfach so ehrlich sagen, wie es einfach war oder sowas. Aber das war ich nicht. Ich war ein ganz normaler Mensch innerlich. Diese Diskrepanz, dass ich auf einmal einer sein sollte, der was ich nicht sein wollte. Aber im Kopf war ich der alte Thomas Geiersbichler, der was normale Wünsche und Träume hat. Und mit dem habe ich nicht leben können. Irgendwann einmal nach 5 Monaten bin ich entlassen worden, bin dann heimgekommen. Und das war natürlich, keiner hat damit umgehen können. Meine Eltern haben nicht umgehen können, meine Freunde haben nicht umgehen können. Alle kennen mich als einen Fußballer und der wilde Hund, was um dumm rennt. Und dann auf mich habe ich richtig gespürt nachher, wie es die anstarren und die anderen schauen weg im Boden rein. Und das hat mir so schier da irgendwie so, dass ich gemerkt habe, das war einfach für jeden so eine unangenehme Situation, dass ich gesagt habe, ich will heim, jetzt weg, ich will nicht mehr unter Leid. Und das war nachher irgendwo der Startschuss in eine erfolgreiche Drogenkarriere. Ich habe dann auch einen Freund kennengelernt, wo ich gewusst habe, da war doch was. Ich habe einmal einen Joint geraucht, habe es aber echt nicht gewusst halt und so. Und das Schlimme war, und das ist das Gefährliche an dem Ganzen, es hat mir taugt, weil das hat mich einfach wirklich ganz anders wie alles andere einfach vergessen lassen, dass ich querschnittgelähmt bin. Ich habe mich trotzdem gut gefühlt oder es hat mir vorgegaukelt, dass es mir trotzdem gut geht, obwohl ich querschnittgelähmt bin. Nur mehr, ich habe vergessen, ich habe mich nicht als Querschnittgelähmter gefühlt. Ich war eigentlich nur mehr im Kopf und Raum und das war irgendwie das Gefährliche an dem. Ich habe mir Masken aufgesetzt und es hat dann angefangen, dass ich mich da reinflüchte. Und dann habe ich aber ein einschneidendes Erlebnis gehabt, das was eigentlich mein Leben verändert hat. Das war der 28.12.97. Ich war bei Bekannten eingeladen, wo ich gewusst habe, die sind Christen. Das waren aber welche, die was auch unter der Woche an Gott glauben. Das war mir am Anfang schräg, aber irgendwie waren das normale Leute, weil die eine gut gehende Firma gehabt haben. Und dann hucken wir uns halt dann rein und dann haben wir geredet und irgendwann was zum Essen. Und dann war der Gastgeber ist gegenüber von mir gesessen und hat mich gefragt, wie geht's da? Ich habe gesagt, ja, passt schon. Und dann schaut er mich an und sagt, nein, er möchte wissen, wie es mir geht, wie geht es da wirklich. Und dann habe ich mir aber den Blick nicht mehr erwidern können. Ich habe nachher eigentlich dann ihn nicht mehr anschauen können. Und auf einmal habe ich nachher gemerkt, wie ich nachher den Blick in mich wende und das erste Mal in meinem Leben mich selber reflektiere, wie es mir wirklich geht. Und scheiße geht's mir. Ich bin querschnittgelähmt, ich will wieder Fußball spielen, ich möchte wieder gehen können, scheiße geht's mir. Querschnittslähmung, scheiße. Das kannst du nicht schönreden, das ist der falsche Weg, schönreden, akzeptieren. Nein, du musst es wahrnehmen, realisieren, du hockst im Rollstuhl. Das heißt ja nicht, dass es gut ist. Und dann sitze ich im Auto, fahre heim halt nachher und dann das Erste, was ich sehe, nachher auf dem Beifahrersitz, da liegen meine Zigaretten, nehme mir eine, ziehe an, mache mal einen gescheiten Zug und habe mir gedacht, alter Vater, was war denn das jetzt für ein Nachmittag? So, und wie ich da so dahin fahre und dahin rauche oder sowas, ist mir der Gedanke gekommen, probier und hör auf zum Rauchen. Ich weiß nicht, vielleicht glaube ich an irgendwelche Hirngespinster, vorher drogensüchtig und was weiß ich, oder mit Drogenkonsum. Und jetzt dann auf einmal irgendwo fange ich schon an, mit Gott zu reden und dann habe ich gesagt, okay Gott, wenn es die wirklich gibt, dann hilf mir dabei, dass ich aufhöre zum Rauchen. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist der letzte Zug, habe die Chick rausgehauen und dann habe ich gedacht, okay, dann probiere ich es aber mit dem Kiffen und mit dem Saufen auch gleich, weil falls es wirklich funktioniert, dann brauche ich das Ganze nicht 2, 3 Mal hintereinander erledigen. Und das war halt eigentlich der Anfang von einer weiteren Geschichte. Du kannst nur was erreichen, wenn du eine Vision hast. Ein Ziel entsteht durch eine Vision. Und ich nenne das, eine Vision ist eigentlich die Kraftquelle, um die daraus resultierenden Ziele zu erreichen. Wie beim Navigationssystem zum Beispiel.
Du brauchst die Navigation, du möchtest irgendwo einen Kaffee trinken, in einem Park halt nachher. Das ist die Vision, die macht dich emotional. Du kriegst ein Bild im Kopf irgendwie so. Und ein Mensch braucht Bilder, die was einen emotional werden lassen. Und dann kann irgendeine Adresse eingeben, eben das Ziel. Und dann musst du aber, damit du überhaupt mal die Route berechnen kannst, brauchst du eine Standortbestimmung. Und das ist nachher, das ist das Wahrnehmen, das Realisieren. Wo stehst du eigentlich? Die Route kann erst berechnet werden, wenn du weißt, wo du stehst. Und dann ist scheißegal, ob ein Unfall ist oder Umleitung oder sowas. Das Navigationssystem sagt, die Route wird neu berechnet. Aber du weißt ganz genau, du wirst irgendwann einmal an der Ziel gelangen. Meine Route ist einfach nur neu berechnet worden. Und auch welche Sätze, welche Glaubenssätze hat man? Ich glaube, dass ich wieder gehen kann. Ich glaube, dass ich Olympiagold gewinnen kann. Ich glaube, dass ich einen Weltrekord fahren kann. Habe ich auch mal in der Bibel nachher gelesen, Markus Evangelium 9,23, alles ist möglich dem, der da glaubt. Und man denkt, also wenn ich jetzt mal ganz arg bin und ganz frech, ich weiß, das kommt jetzt dann schräg um, ich möchte wieder gehen können. Das hört sich für jeden absurd an. Und man denkt nachher, okay, dann glaube ich das jetzt einfach, weil es steht nicht drinnen, alles ist möglich dem, der da glaubt, mit einem Sterndal und dann Fußnote, außer Heilung von Gehirntumor, außer Heilung von Querschnittslähmung, sondern alles heißt eigentlich grenzenlos. Und dann habe ich einfach dann war ich so mit dieser wahnwitzigen Idee, dass ich wieder gehen kann. Das habe ich einfach geglaubt. Und dann habe ich einfach Energie gehabt, Liegestütz gemacht, habe in jede einzelne Zelle von meinem Körper eingedacht und habe geglaubt, dass ich wieder aufstehen kann halt nachher. Und die Jahre sind vergangen, habe ich angefangen zum Trainieren und dann habe ich den Sturz vom Hermann Mayer gesehen. Um es kurz zu machen, 3 Tage drauf ist Olympiasieger im Super-G geworden und dann hucke ich so da und dann druckt es mir so die Tränen raus und die Gantel hat aufgestellt. Und dann habe ich gewusst, ich möchte Sport machen, ich möchte irgendwann einmal die österreichische Bundeshymne für mich spielen hören. Ich war damals eben in Sydney beim Marathon. Es war total unrealistisch, dass ich eine Medaille mache, dort bei der ersten Medaille in Sydney beim Marathon. Und die ersten 2 marschieren volle Wecker. Und ich war an der 3. Stelle und ich mir denkt nachher, okay, fahr wie wenn es deine letzten 100 Meter waren. Und dann bolzt ich da voll auf die Brücken. Dann bin ich oben gewesen, die anderen 2 sind schon weggefahren. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt werden wir sicher gleich die ganzen Leute von hinten überholen und ich bin fertig. Und dann drehe ich mich um, keiner hat mich überholt. Und eigentlich habe ich ja gesagt, ich fahre, wenn es meine letzten 100 Meter waren, es ist vorbei. Und woher nehme ich nachher die Energie, dass ich weiterfahre? Ich habe ja nur geglaubt, dass es vorbei ist. Und das ist der Unterschied. Dass man, wenn man sich nicht im Vorhinein Grenzen setzt, sondern wenn man einfach mutig und wahnwitzig und tollkühn einfach sagen, ich gewinne das Rennen, obwohl das unrealistisch ist. Weil die Realität holt dich dann sowieso automatisch ein. Dann war ich nachher oben bei der Brücke bei dem Marathon. Gell? Und dann war auf einmal, habe ich so einen neuen Energieschub gekriegt nachher, dass ich gesagt habe, so, Alter, fahr um dein Leben. Und dann bin ich gefahren. Und dann fahre ich durchs Ziel, mir drückt die Tränen raus und die Ganselhaut hat mir aufgestellt und so. Und dann, ich bin Dritter geworden. Und ich war aber dann nicht traurig, weil ich jetzt nur die Bronzemedaille gewonnen habe, sondern ich habe einfach nur gewusst, das ist der mentale Trick halt nachher, dass ich sage, nachher im Vorhinein grenzenlos denken. Also in Athen, denkbar schlechter Start. Ich bin als Vorletzter ausgegangen und es waren 4 Runden und dann immer mehr und ich bin immer näher und näher gekommen. Und dann auf einmal das Einläuten der letzten Runde war dann nachher, auf einmal habe dann ich die Gegenattacke gemacht, bin immer näher und näher und näher gekommen. Und 100 Meter vom Ziel aus der Kurve raus habe ich gemerkt, da passiert jetzt für mich was Geiles, glaube ich. Und dann auf einmal so 5 oder 10 Meter vom Ziel oder sowas überholen, zack, bumm, und ich habe gewonnen. Und ich mir denke, das vorher scheinbar Unrealistische ist da jetzt gerade ein Teil davon, was in Erfüllung geht. Und dann war nachher die Siegerehrung, dann war ich da und ich war nur mehr glückselig. Ich wollte eigentlich, mein Grunddings war eigentlich, ich wollte wissen, ob der Satz stimmt, alles ist möglich dem, der da glaubt. Und in dem Moment ist es passiert. Und dann, wie es die österreichische Bundeshymne gespielt haben, hat es mir eigentlich dann die Tränen ausgedruckt. Die Tränen der Freude und die Tränen des Trainings und der Trauer und einfach das natürlich auch, das hört sich immer alles schön an. Also das Training ist dann schon trotzdem hart und tut weh, aber ist logisch. Aber das ist natürlich dann alles, hat sich alles auf einmal zusammengefügt. Aber da hat sich der Kreis nachher geschlossen. Der größte Sieg in meinem Leben, aus dem eigentlich diesen sportlichen Erfolgen und meine Einstellung in meinem Leben daraus resultieren, ist eigentlich, dass ich die Situation in meinem Leben annehmen habe können. Dass ich querschnittgelähmt bin, dass ich, ob ich das will oder nicht, ich bin querschnittgelähmt, das ist scheißegal, das interessiert dem Schicksal nicht, ob du das willst oder nicht. Aber dass ich mit dem gelernt habe zum Leben und dass ich das realisieren und wahrnehmen kann und daraus einfach dann trotz dieser Situation Zuversicht oder sowas wie Glück und Zuversicht und Hoffnung empfinden kann, das ist für mich eigentlich der größte Sieg, weil das gibt mir Kraft für jede einzelne Sache in meinem Leben, die was ich angehe werde.